Ich hatte mal wieder Lust, ein etwas aufwendigeres Produktvideo zu machen. Es sollte irgendwie happy und farbenfroh sein und dabei so einen positiven Vibe versprühen. Aus diesem Grund habe ich mir diesen knallroten Lautsprecher besorgt. Ich zeige dir am besten direkt, was ich damit vorhabe. Daher, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Chat Mastery. Okay, die grundlegende Idee ist, dass ich vor einem weißen Hintergrund mit meiner Hand die ganze Zeit das Produkt halte und immer wieder in die Luft werfe und es dabei unterschiedlich rotieren lasse. Zwischendurch werden dann immer wieder kleine Detail-Shots eingebaut, beziehungsweise auch ein bisschen Stock-Footage von positiv happy Leuten. Und damit es am Ende wirklich clean aussieht und ich auch genau weiß, was ich eigentlich filmen muss, habe ich mir einen kleinen Plan gemacht. Als erstes in einem groben Storyboard erstmal gebrainstormt, wie das Ganze aussehen soll und dann in einer Shotlist die ganzen Einstellungen aufgeschrieben, die ich später brauche. Und der Plan ist tatsächlich in den meisten Einstellungen die Hand unabhängig von dem Produkt zu filmen und dann erst später in der Postproduktion zusammenzufügen. Das erlaubt es mir, ein paar interessantere Einstellungen zu machen und in der Postproduktion noch ein bisschen flexibler zu bleiben. Und als allererstes brauche ich ein paar 360-Grad-Aufnahmen von dem Produkt selber, wie es sich jeweils um eine andere Achse dreht. Das ist noch der einfachste Schritt, daher fange ich damit einfach mal an. Okay, das erste Setup ist jetzt hier soweit fertig und ich muss gestehen, ich habe etwas gemacht, wo ich eigentlich mal ein komplettes Video drüber gemacht habe, worum man es nicht machen sollte. Ich habe einen Greenscreen genutzt. Ich kann das erklären. Zum einen arbeite ich mit einem komplett roten Produkt vor einem Greenscreen. Das heißt, noch kontrastreicher können die Farben gar nicht sein. Das heißt, die vielen Fragmente, die eigentlich entstehen, wenn man zu ähnliche Farben benutzt, die fallen hier komplett weg. Die zweite Sache ist, dass das Produkt fast ausschließlich matt ist. Das heißt, komische Reflexionen oder Spiegelung vom Greenscreen, die entstehen hier gar nicht. Das Produkt habe ich dann auf einen elektrischen Drehteller gestellt und die Kamera, die darauf gerichtet ist, um 90 Grad gedreht. Dadurch füllt das Produkt das Bild mehr aus und ich bekomme eine höhere Auflösung aufgenommen von dem Produkt, wie es sich dreht. Das große Hauptlicht kommt fast aus der Kameraachse, also ganz leicht daneben. Und der Grund dafür ist, damit ich eine möglichst neutrale Beleuchtung hinbekomme. Wenn das Produkt sich dann in der Postproduktion anfängt zu drehen und man so eine ganz klare Lichtführung hat, die sich aber nicht mitdreht, dann sieht das Ganze sonst ein bisschen weird aus. Daher ist diese Hauptbeleuchtung möglichst einfach gehalten. Aber für die Aufnahmen, wo sich das Produkt nicht nochmal um eine andere Achse dreht, habe ich nochmal zwei solche harte Kanten hinzugefügt, weil ich das Bild so einfach deutlich ästhetischer finde und weil man die Struktur des Stoffes so ein bisschen besser erkennen kann. Das heißt, ich werde von dieser Rotation jetzt zwei Aufnahmen machen, einmal mit diesen Kanten an der Seite und einmal ohne diese Kanten. Und tatsächlich kann ich das gleiche Setup auch benutzen, wenn ich das Produkt auf einer anderen Achse rotieren lassen möchte. Das heißt, ich spare ein bisschen Zeit und werde direkt die Aufnahmen hintereinander machen. Das nächste Setup ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem davor, nur dass ich eine Kleinigkeit geändert habe. Denn dieses Mal möchte ich eine ganz nahe Makroaufnahme haben von dem Stoff, der um diesen Lautsprecher herum gewickelt wurde. Deswegen habe ich kurzerhand das Objektiv auf meiner Kamera ausgewechselt zu der Laowa 24 mm Probe Lens. Dadurch komme ich sehr schön nah an das Produkt heran und es wird trotzdem alles scharf. Das Produkt und das Licht ist tatsächlich genauso aufgebaut wie vorher. Da die Blende in dem Objektiv aber so verdammt eng ist, muss ich die Lichter so verdammt viel heller stellen, damit es das wieder ausgleicht. Aber das Setup ist eigentlich genau das gleiche wieder. Und zu guter Letzt brauche ich nur noch ein paar Detailaufnahmen von dem Produkt selber, die ich in dem Produktvideo dazwischen schneiden kann. Und da ich die Laowa 24 mm Probe Lens schon drauf habe, schaue ich einfach mal, was für coole Aufnahmen ich damit hinbekomme. Okay, damit habe ich alle Aufnahmen gemacht, die ich in diesem Setup machen wollte, also hauptsächlich die Produktrotation. Als nächstes kommen die Aufnahmen mit der Hand und dazu brauche ich einen weißen Backdrop und muss hier noch ein bisschen was umbauen. Das heißt, so einfach geht das. Wenn es doch mal echt mal so wäre. Hier habe ich jetzt das zweite große Setup aufgebaut, wo ich hauptsächlich die Sachen mit meiner Hand drehe. Einerseits habe ich natürlich einen weißen Hintergrund ausgewählt, der direkt beleuchtet wird. Und hier habe ich noch einen zweiten Strahler leicht von hinten, der mir eine leichte Kante auf der Hand zeichnen soll. Das Hauptlicht kommt wieder fast aus der Kameraachse, also leicht schräg vorne. Aber das Hauptlicht vorne ist diesmal ein bisschen dunkler als bei dem vorherigen Setup. Die Idee ist, dass meine Hand eher mit dieser Kante hier beleuchtet wird und damit ein bisschen dunkler ist als das Produkt selber, sodass der Fokus eher auf dem Produkt bleibt und die Hand damit eher ein bisschen in den Hintergrund fällt. Die Idee ist jetzt, dass ich mehrere komische Bewegungen mit meiner Hand mache und die später in der Postproduktion dann mit dem Produkt vereinen kann. Einige der Einstellungen werden also ohne Produkt sein und manche mache ich direkt mit Produkt. Das Problem ist nur, dass ich nicht alle Aufnahmen mit diesem Setup hinbekomme, denn es gibt so ein paar Aufnahmen, wo ich es gerne hätte, dass die Kamera sich um meine Hand herumdreht. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, dass du probierst, mit einem Produkt in der Hand die Hand selber vor der Kamera zu drehen und das Ganze irgendwie probieren stillzuhalten. Und ich dachte mir, das ist die perfekte Gelegenheit, mal einen guten alten Freund wieder zusammenzubauen. Wer von euch kennt noch Drasa? Die Idee ist tatsächlich, das Ganze falsch rum aufzunehmen, also auf dem Kopf stehend. Und zwar ist die Oberseite des Produktes jetzt unten und ich werde von oben nach dem Produkt greifen und dabei die Kamera um das Produkt und meine Hand drehen lassen und das Ganze später in der Postproduktion dann wieder zurückdrehen. Bei der Lichtführung ist es besonders wichtig, dass die möglichst gleichmäßig ist, also gar nicht wirklich eine Lichtführung besitzt. Denn das Problem ist, wenn die Kamera sich dreht und die Lichter selber stehen bleiben, dass es zwischendurch so Lichtschwankungen geben kann und solche komischen Schatten geworfen werden. Das heißt, je einfacher und gleichmäßiger das hier ist, umso besser wird das Endergebnis dann. Okay, das heißt, ich drehe jetzt ein paar Mal die Kamera und greife jeweils von oben nach dem Produkt und schaue, was am Ende da echt Cooles bei rauskommt.
Und zu guter Letzt brauche ich noch eine Einstellung, die ich nicht ganz ohne Grund bis zum Schluss aufgehoben habe. Denn es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt danach komplett kaputt ist. Denn ich habe hier jetzt mal ein Aquarium voll mit Wasser aufgebaut. Und theoretisch müsste das Produkt eigentlich wasserfest sein, aber ich habe in der Bedienungsanleitung gelesen, dass da steht, es ist wasserfest unter normalen Bedingungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das normale Bedingungen hier sind. Es kann also sein, dass das Produkt danach völlig hinüber ist, aber ich wollte unbedingt noch diese Einstellung haben, wie das Produkt ins Wasser fällt, um zu zeigen, dass es theoretisch wasserfest ist. Der Aufbau ist dieses Mal auch wieder denkbar simpel. Und zwar habe ich ein Aquarium aufgebaut und die Kamera ist direkt frontal darauf zugerichtet. Bei der Belichtung von solchen Aquarien muss man darauf achten, dass man nicht von vorne von der Kameraachse beleuchtet, weil dann die Reflexion da drin in der Kamera landen könnte und das so komische Schlieren gibt. Daher habe ich das Aquarium hier oben mit 2 Strahlern von oben beleuchtet. Um trotzdem noch eine leichte Lichtführung reinzubekommen, habe ich unter das Aquarium so schwarzen Molton gelegt, damit von unten so ein bisschen Licht noch weggenommen wird und von oben Licht hinkommt. Dann habe ich hinter das Aquarium noch so eine große Flächenleuchte gepackt, weil das Problem mit Wasser ist, dass es sehr viel Licht schluckt. Das heißt, damit ich diesen weißen Hintergrund hinbekomme, muss ich mit sehr viel Licht hinten arbeiten. Und sehr viel mehr braucht das eigentlich auch nicht. Jetzt muss ich nur noch das Produkt von oben reinfallen lassen und das Ganze in Zeitlupe aufnehmen. Okay, ich bin nass, aber auch mega happy, wie die Aufnahme geworden ist. Aber ich weiß ganz genau, was du jetzt noch wissen möchtest. Power on. Bluetooth mode. Funktioniert noch, also würde ich sagen, Extremtest auch bestanden. Und damit habe ich alle Aufnahmen zusammen, die ich für das Produktvideo brauche. In dem nächsten Video geht es dann in der Postproduktion darum, wie ich aus diesen ganzen kleinen Bausteinen ein komplettes Produktvideo erstelle. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.